Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Verguckt, der einzigen Show im Internet rund um das Thema Kontrollverlust. Ihr habt uns eure kreativsten Namensvorschläge geschickt und wir haben gewählt. Diese Sendung wird fortan Verguckt heißen. Vielen lieben Dank an Jonas Kneesch für deinen tollen Einfall und ein kleiner Funfact am Rande. Wir hatten, bevor wir überlegt haben, dass ihr unserer Sendung den Namen gibt, auch schon ein paar Ideen und verklickt und verguckt waren beide dabei. Du hast also genau unseren Geschmack getroffen. Vielen lieben Dank dafür. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange und schauen erstmal, was beim Rest der Band so ging. Den Anfang macht heute Tobias. Ich hatte in den letzten Tagen Geburtstag, das war sehr schön, auch wenn es jetzt keine große Party gab. Und sonst sind die Tage bei mir weiterhin davon geprägt, die ganze Organisation im Hintergrund am Laufen zu lassen und mit den Veranstaltern zu gucken, wann finden endlich die ersten Konzerte wieder statt, neue Termine zu finden und zu verlegen, Förderanträge zu schreiben und auch so gucken, den Laden irgendwie am Laufen zu halten. Ja, so hat jeder seine Aufgaben in unserer Band. Wir schauen mal, was Pablo so macht. Ja. Und was geht bei Dennis so? Ansonsten halt viel spazieren. Die ganzen krassen Sachen, die man bei einer Pandemie so macht, ne? Aber was uns alle natürlich am meisten interessiert, was treibt Michelle so? Ja, ich habe aktuell Semesterferien. Das bedeutet gleichzeitig aber auch Klausurenphase. Denn ich studiere ja parallel noch, habe da einfach momentan einiges an Prüfungen, Hausarbeiten, auch schon einiges an Abschlussprüfungen. Bisher ist immer alles gut gegangen, also drückt mir die Daumen. Und ich war natürlich zwischenzeitlich auch mit den Jungs im Tonstudio und wir haben einige coole neue Songs produziert, die ihr hoffentlich bald auch hören könnt. Ich war natürlich auch im Tonstudio und ansonsten habe ich immer noch ein Riesenloch in meiner Wand vom Wasserrohrbruch und ich höre jedes Mal, wenn mein Nachbar von oben drüber aufs Klo geht oder duschen war. Außerdem streame ich in letzter Zeit regelmäßig bei Twitch. Wen das interessiert, der kann ja mal in der Videobeschreibung schauen. Da sind jetzt unsere Social Media Accounts verlinkt. Und falls ihr noch Fragen habt, checkt auf jeden Fall unseren Discord-Server aus. Ihr habt euch ja generell mehr Behind-the-Scenes-Material gewünscht. Da kommen wir auch noch zu, keine Angst. Allerdings sehen wir uns in letzter Zeit nicht so häufig, als dass wir jetzt jede Menge davon produzieren könnten. Darum haben wir uns was anderes überlegt. Und zwar würden wir jetzt gerne Challenges machen, indem wir uns gegenseitig Aufgaben und Bestrafungen ausdenken. Den Anfang machen jetzt mal Dennis und ich. Und weil Dennis seit jeher die Angewohnheit hat, alles, was so groß ist wie ein Gummibärchen oder eine Weintraube, in die Luft zu werfen und mit dem Mund zu fangen, habe ich gewettet, dass Dennis es nicht schafft, bei 5 Versuchen 3 Gummibärchen zu fangen. Dennis fastet momentan, deswegen mussten wir die Gummibärchen kurzerhand durch Mandeln austauschen. Aber seht selbst, ob er es geschafft hat. Ich habe mir gedacht, dass er es schafft, weil er hat es schon aus viel höheren Höhen geschafft und mit ganz anderen Sachen geschafft. Deswegen, Dennis, was ist meine Bestrafung? Du weißt schon, was ich von dir will. Dann muss ich wohl in den nächsten Tagen noch mal eine Schürze anziehen und für Dennis einen Kuchen backen. Ich würde ganz gerne wissen, wie euch dieses Format gefällt. Habt ihr da in Zukunft Bock drauf? Findet ihr das witzig? Habt ihr vielleicht sogar Ideen für Challenges und Wetten? Ihr könnt uns erstmal ja Vorschläge in die Kommentare ballern. Und ich würde sagen, wo wir gerade von Kommentaren sprechen, bevor wir zu euren Kommentaren kommen, hier nochmal so ein paar kleine Eindrücke aus unserem letzten Livestream. Unglaublich, aber der Dennis darf heute auf dieses Schlagzeug schlagen. Denn heute definiere ich mein Leben wieder neu.
Es war so ein geiles Gefühl, endlich mal wieder zusammen auf der Bühne zu stehen und Mucke zu machen. Klar ist das nicht dasselbe wie ein normales Konzert, weil das Publikum halt einfach fehlt. Trotzdem wart ihr so zahlreich da und habt so viele Kommentare geschrieben und mitgemacht. Vielen Dank an euch und natürlich auch an den virtuellen Hut, der das Ganze überhaupt möglich gemacht hat. Super geiles Konzept. Vielen lieben Dank für die Einladung und ja, ich hoffe, wir schaffen das bald nochmal sowas zu machen oder im Bestfall wirklich auf der Bühne zu stehen. Aber jetzt kommen wir zu euch und zu euren Kommentaren und brennendsten Fragen. Jonas Knee schreibt: Mega, wie jedes Mal. Freue mich schon auf euren Livestream, aber sagt mal, was war denn euer allererstes Video, welches ihr produziert habt? Das allererste Video hier auf dem Kanal so in der Form war tatsächlich letztes Jahr im Juni, glaube ich, die Gummibärenbande. Und ja, wir haben im Vorfeld schon mal sowas gemacht und so ein paar Spezialisten werden auch rauskriegen, was das war. Aber das erste Video, was so ist wie die Videos, die ihr kennt, war die Gummibärenbande. Dieter Michael Meyer schreibt unter unser Cover von Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann: Grausam, nix ist stimmig, wenn Musikern nichts mehr einfällt. Schade, dass es dir nicht gefallen hat, aber danke, dass du es dir trotzdem angeguckt hast. Und ja, auch an dieser Stelle, ey Leute, wenn euch unsere Sachen nicht gefallen, schreibt uns in die Kommentare, was euch daran nicht gefällt und was wir besser machen können. Wir sind hier, um euch zu unterhalten und das können wir am besten, wenn wir Sachen produzieren, die ihr cool findet. Chaos Queen schreibt: Dieser Abspann, geil. Wieso stehen da manche Namen drunter? Und was muss ich machen, damit mein Name auch dort steht? Die Namen, die da am Ende durch die Endcard laufen, sind die Namen unserer Patrons. Und ich nutze jetzt einfach mal kurz den Kommentar, um euch auf Patreon hinzuweisen. Denn Patreon ist eine Seite, da könnt ihr euch anmelden und uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Und das wird uns sehr helfen, denn dann können wir einfach noch geileren Content machen. Die ganze Sache ist natürlich nicht einseitig, ihr bekommt natürlich auch etwas dafür zurück. Schaut doch einfach mal da vorbei, wir würden uns tierisch drüber freuen. Link dazu wie immer unten in der Videobeschreibung. Seka90 oder Seka90, I don't know, hat uns einen super süßen Kommentar geschrieben. Meine Kinder, warum weinst du, Papa? Sie singen doch nur. Und er darauf: Das werdet ihr verstehen, wenn ihr älter seid. Greift Taschentücher. Und das unter unserem Cover von Digimon-Thema. Ich fühle das total. Ich für meinen Teil krieg bei solchen Themes auch immer eine Gänsehaut. Und jetzt noch eine Frage von euch. Habt ihr noch Bock auf mehr von sowas? TV-Themes, Digimon, vielleicht Pokémon oder sowas in der Richtung? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Das war's jetzt mit den Kommis. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch so ein paar Behind-the-Scenes-Ausschnitte. So, wir proben heute zum ersten Mal seit Weihnachten, glaube ich, dass wir zusammen spielen, abgesehen vom Videodreh. Sind natürlich alle schon getestet. Alle negativ, machen gerade unseren Bus leer und dann schauen wir mal, ob wir es noch zustande bekommen, 3 Akkorde geradeaus zu spielen. Hallo, wir sind im Tonstudio und ich gehe jetzt mal heimlich in die Gesangskabine, wo Michelle gerade die neuesten Tracks aufnimmt. Ich finde mal dieses manchmal, aber Shake it.